Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wenn mich Zuseher meines Kanals anschreiben, entwickeln sich diese Gespräche manchmal weit über die Kynologie hinaus, glauben Sie mir. Von sehr privaten Angelegenheiten über Politik bis Sport oder Religion schweifen diese Gespräche gern mal von Hundethemen ab und führen in unterschiedlichste Richtungen, die häufig sehr interessant sind. In einem sehr freundlichen Austausch mit einem Zuseher wurde ich vor kurzem gefragt, ob ich religiös bin. Eine Antwort darauf fiel mir tatsächlich schwer. Denn ab wann gilt man als religiös? Wenn der eigene Glaube oder die religiöse Praxis das Leben deutlich prägen, weil man sich strikt an Vorgaben diverser heiliger Schriften hält? Oder genügt es, an eine höhere Macht zu glauben? Schlussendlich lautete meine Antwort: Ich bin kein Atheist, aber ich bin nicht gläubig im Sinne der heiligen Schriften und nehme ihre Aussagen nicht als wörtliche Wahrheit. Ich definiere mich nicht über religiöse Dogmen, sondern eher über eigene Überzeugungen. Ja, und das wurde von dem sehr gläubigen Zuseher überaus sympathisch angenommen und akzeptiert, was mich natürlich freute. Denn in manchen Ländern könnte mich solch eine Aussage meinen Kopf kosten. Wir wissen das. Doch zum Glück ist diese Gefahr in meiner Heimat Österreich noch nicht so groß. Nun, ich weiß schon, der Dog-Special-Typ serviert manchmal schon etwas verwirrende Vorwörter auf seinem Hundekanal. Ist mir klar. Doch, ob man es glauben mag oder nicht, Sie können mir ruhig vertrauen. Ja? Ich denke mir immer etwas dabei. Also was zum Teufel hat diese Religion-Geschichte im heutigen Vorwort mit diesem Hundevideo zu tun? Ein bisschen etwas, liebe Zuseher, ein bisschen etwas. Also, bis gleich. Nun, dann legen wir mal los mit etwas Religion. Ja, aber nicht allzu lang, das verspreche ich Ihnen. Ich persönlich sehe die Bibel und andere heilige Schriften nicht als wörtlich historische Berichte an. Ja. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass Jesus von Nazareth tatsächlich gelebt hat. Ich bin absolut davon überzeugt. Bis etwa 1200 Jahre vor seiner Geburt nannte man das Gebiet, in dem er lebte, Kanaan. Vielen von Ihnen wird das bekannt sein. Und dieses umfasste ungefähr Gebiete des heutigen Israels, Palästina sowie Teile vom Libanon, Syrien und auch Jordanien. Also Galiläa, wo er aufwuchs, und Judäa, wohin er häufiger reiste, lagen alle im Gebiet des ursprünglichen Kanaan. Schauen Sie, ich persönlich sehe Jesus als sehr gütige Figur. Aber ich weiß auch, dass Hunde in biblischen Texten rund um ihn nicht wirklich gut wegkommen, ne? Eher abwertend erwähnt werden. Auch wenn viele sehr Gläubige häufig versuchen, das Ganze schön zu reden. Ist so. Na, in seiner Gesellschaft wurden Hunde nicht wirklich gebraucht. Jesus selbst war Zimmermann, wie wir wissen. Seine Apostel wie Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, die waren Fischer. Matthäus war Steuereinnehmer. Simon engagierte sich politisch und so weiter. Also weder Jäger noch Hirten oder ähnliches, wo Hunde gebraucht wurden.
Vorausgesetzt natürlich, diese Überlieferungen der Bibel entsprechen der Wahrheit. Man kann davon ausgehen, dass Menschen zu dieser Zeit, die ähnlichen Berufen wie Jesus seine 12 Apostel nachgingen, im Gebiet des ehemaligen Kanaan nicht unbedingt sehr hundefreundlich waren. Ja, in dieser Gegend lebten zu dieser Zeit sehr viele Paria-Hunde, also halbwilde Hunde, und die galten als unrein, als ärgerliche Bettler und als Tiere, vor deren Biss man sich in Acht nehmen musste. Ja. Man darf also davon ausgehen, dass auch Jesus von Nazareth genau auf diese Art und Weise Hunden gegenüber aufgetreten ist. Dafür darf man ihn nicht verurteilen. Und ich werde mich auch hüten, das zu tun. Ja. Und 100% sicher ist, dass ein ganz bestimmter Hundetyp Jesus Wege unzählige Male kreuzte. Und zwar war das der Canaan Dog. Und genau das ist das bisschen Bezug von Religion zum heutigen Hundevideo. Jetzt legen wir diese heiligen Geschichten mal etwas beiseite und konzentrieren uns auf diesen Hund. Und der zählt zu den ältesten Hundetypen der Welt. Der Canaan Dog präsentiert einen Typ, welcher in dieser Form schon vor tausenden Jahren als Parierhund durch die Gegend des damaligen Kanaan streifte. Das ist wissenschaftlich belegt und unbestritten. Parierhunde. Das sind weder Haushunde noch Wildhunde. Sie sind eher genau in der Mitte dieser beiden Hundearten anzusiedeln. Diese Hunde leben zwar in der Nähe menschlicher Siedlungen, haben aber keine Besitzer. Sie sind dazu fähig, in freier Natur überleben zu können und weisen viele Merkmale auf, die auch Wildhunde zeigen, weshalb man sie mit Wildhunden verwechseln könnte. Trotzdem arbeiten Parierhunde auch manchmal mit Menschen zusammen, wenn auch auf andere Art und Weise, wie das Haushunde tun. So sind sie weit selbstständiger und reagieren nur seltenst auf diverse Anweisungen von uns Menschen. Sie sind allgemein natürlich weniger kooperationsbereit, aber das liegt eben in der Natur. Parierhund. Ja. Obwohl der Canaan Dog ein tausende Jahre alter Hundetyp ist, begann seine gezielte Domestikation vom echten Parierhund zum Haushund erst im 20. Jahrhundert. Als Dr. Rudolfine Menzel und ihr Mann Dr. Rudolf Menzel damit begannen, diese Hunde systematisch zu domestizieren. Diese beiden erarbeiteten einen Standard, welcher dann 1953 vom Israel Kennel Club anerkannt wurde. Und 1966 erkannte auch die FCI den Canaan Dog offiziell als Rasse an. Und das heißt was. Noch bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts teilte man den Canaan Dog in 3 Gruppen ein. Da gab es die freilebenden Kanaans, also Parierhunde, welche sich in der Regel zu Gruppen von 5 bis 15 Hunden zusammenschlossen. Als zweites gab es die Beduinen Canaan Dogs. Das waren ausnahmslos Rüden, die als Welpen ihren Parierhund als Parierhund lebenden Müttern weggenommen, also gestohlen wurden und dann in den Beduinenlagern so lange angebunden wurden, bis sie ausreichende Bindung an die Menschen entwickelten, um als Wachhunde von den Beduinen eingesetzt werden zu können. Das schmeckt nicht jedem, ich weiß, auch mir nicht, überhaupt nicht, aber so war das nun mal. Ja. Sowohl Sie wie auch ich müssen leider akzeptieren, dass Hunde in längst vergangenen Zeiten, so wie auch heute noch, in manchen Gesellschaften einzig und alleine als nützliches Werkzeug gelten. So traurig das auch ist, aber so ist das nun mal, das ist Fakt. Und als dritte Gruppe die domestizierten Canaan Dogs, die kontrolliert gezüchtet und aufgezogen wurden. Gruppe 1, also freilebende Parierhunde, und 2 sind heute so gut wie nicht mehr existent, weil freilebende Kanaans kaum mehr Lebensräume finden und dort, wo sie das tun, regelmäßig
Verpaarungen mit europäischen Hunden stattfinden, also kaum mehr echte Canaan Dogs herumlaufen. Und die Beduinen, die haben zum Großteil ihre traditionelle Lebensweise aufgegeben, weshalb sie heutzutage der Canaan-Mutter ihre Söhne lassen. Ja, ist so. Der Canaan Dog ist ein wunderschöner, mittelgroßer Hund, der anatomisch ganz klar dem Urtyp zuzuordnen ist. Diese Hunde erreichen 50 bis 60 cm Schulterhöhe und werden etwa 18 bis 25 Kilo schwer. Sie sind stockhaarig und besitzen dichte Unterwolle. Man sieht sie in Sandfarben, rot, braun, weiß, schwarz oder gefleckt. Kanaans sind außerordentlich robuste Hunde, welche in tausenden Jahren natürlicher Auslese zum Überleben unter schwierigsten Bedingungen geformt wurden. Ja. Die Natur kann das besser als wir Menschen. Sie sind körperlich hart, zäh und sehr schnell. Das sind hochintelligente, aber sehr selbstständig handelnde Hunde und charakterlich sehr weit von Schäferhund und Co. entfernt. Schauen Sie, obwohl der Canaan Dog vereinzelt auch von der israelischen Armee als Diensthund eingesetzt wird, ist er alles andere als ein typischer Gebrauchshund. Ja, da beißen sie sich garantiert die Zähne aus. Ja. Dieser Hund war tausende Jahre lang vom Menschen unabhängig auf sich alleine gestellt. Und dieses Programm in seinem Kopf, das entfernen sie nicht in 70 Jahren domestizierter Zucht oder etwa 25 Generationen. Da ist noch ausreichend davon bei diesem Hund vorhanden, ganz sicher. Vielleicht werden Sie jetzt etwas überrascht sein, wenn ich behaupte, dass der Canaan Dog trotzdem ein fantastischer Haus- und Familienhund sein kann. Ein super toller sogar, der sehr stark dazu neigt, seine geliebte Familie kompromisslos gegen alles und jeden zu verteidigen. Dafür sind diese Hunde bekannt. Gell? Schauen Sie, als Besitzer meines Canaan Dogs haben Sie einen domestizierten Parierhund zu Hause. Und dieser Satz alleine sollte jeden echten Hundekenner ausreichen, um sich ein klares Bild von diesem Hund machen zu können, ganz sicher. Dieser Hund weist häufig gut ausgeprägten Jagdtrieb vor, der sich auf verschiedene Art und Weise äußern kann. Und diesen zu kontrollieren ist nicht einfach, da der Hund sehr viel an eigenen Kopf vorweist. Er ist generell sehr urtümlich und selbstständig und auch eher nicht der Kategorie Hunde zuzuordnen, die fremden Besuch sehr freundlich empfängt. Angeborenes Misstrauen fremden Personen gegenüber sagt man dem Canaan nach. Der Canaan Dog ist ein herzlicher Hund seiner Familie gegenüber, ja, aber im Vergleich zu klassischen Haushunden ist er weit mehr davon überzeugt, sein eigener Chef zu sein, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber das soll absolut nicht bedeuten, dass Sie diesen Hund nicht dazu bringen können, das zu tun, was Sie wollen, weil Sie der Meinung sind, dass das jetzt besser wäre für den Hund oder dass er sich im Familienverband nicht unterordnet. Nicht unterordnet, ich weiß schon. Heutzutage ist es ja leicht möglich, dass bei derartigen Begriffen Protest aufkeimt. Sie wissen genau, wovon ich rede. Ja? Nicht wenige sind heute der Meinung, es wäre nicht notwendig, dass sich ein Hund in der Menschenfamilie unterordnet. Aber, liebe Zuseher, ich spreche hierbei nicht von Unterjochung oder Machtmissbrauch einem wehrlosen Tier gegenüber. Überhaupt nicht. Ja? Und ich garantiere Ihnen, das garantiere ich Ihnen, dass da draußen niemand lebt, der seinen Hund mehr liebt, als ich meine Hunde liebte oder meinen Hund Vito liebe. Aber das letzte Wort zu Hause hab schon ich. Und nicht mein Hund. Alles andere wäre fatal. Ja. Und wenn Sie das nicht verstehen, dann verstehen Sie die Kynologie allgemein nicht. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber das ist Fakt. Ja. Also, das geht alles mit dem Canaan Dog. Aber es funktioniert alles auf etwas andere Art und Weise.
Weshalb es ganz wichtig ist, Erfahrung und großes Wissen zum Thema Hund zu besitzen, bevor man mit dem Erwerb eines solchen Hundes spekuliert. Schauen Sie, ich bin ja selbst im Besitz eines Sprösslings, einer Paria-Hündin. Ja. Zeigen wir mal Vitos Mutter und unterhalb meinen jungen Vito. Ja. Und Vitos Mutter, also sie wurde zusammen mit ihren etwa 2 Wochen alten Welpen in Rumänien bei den südlichen Ausläufern der Karpaten gefunden, dieses arme Mädchen. Ja. In wievielter Generation sie Straßenhund ist, weiß niemand. Aber sie ist äußerst misstrauisch und äußerst vorsichtig, sehr territorial und extrem selbstständig und besitzt stark ausgeprägten Jagdtrieb. Katzen werden von ihr leider getötet, wenn sie die Möglichkeit dazu hat. Sie sieht in den Katzen Fressfeinde. Das ist nun mal so. Ja. Vito, mein Bandit, hat charakterlich enorm viel von seiner Mutter mitbekommen und hält mich in vielen Belangen auf Trab. Er ist jetzt mein 4. Hund, wie viele von Ihnen wissen, und obwohl ich wage, mich als recht erfahrenen Hundemenschen zu bezeichnen, stellt Vito als Nachkomme einer echten Paria-Hündin haltungstechnisch bis jetzt meine größte Herausforderung dar. Das kann ich ohne weiteres behaupten. Auch der Canaan Dog ist für jeden guten Hundeführer zu handeln, gar keine Frage. Doch bin ich davon überzeugt, dass Sie bei diesem Hund Ihr allerfeinstes Wissen an den Tag legen müssen. Ja? Aber wenn Sie das tun, dann haben Sie mit dem Canaan Dog einen besonderen, wunderschönen, gesundheitlich ausgesprochen robusten, schützenden und liebevollen, sehr sportlichen Familienhund mit gewissen charakterlichen Spezialitäten zu Hause. Sie verstehen schon, was ich meine, ja? Eines habe ich noch vergessen zu sagen. Wenn Sie fest im kynologischen Sattel sitzen, viel Wissen und einiges an Praxis zum Thema Hund vorweisen können und gleichzeitig sehr gläubiger Christ sind, der sich dazu entschlossen hat, die Bibel ohne Wenn und Aber als wegweisend anzusehen. Und demnächst unbedingt einen mittelgroßen, sportlichen, schönen Hund will oder wollen, dann wäre der Canaan Dog für Sie die perfekte Wahl, denn dieser Hund ist Jesus von Nazareth mit 100%iger Garantie unzählige Male um den Weg gelaufen. Das garantiere ich Ihnen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder. Amen.